Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Präsident Reagan hat den Wahlausgang auf den Philippinen als unglaubwürdig bezeichnet. In einer am Abend in Washington veröffentlichten Erklärung sprach Reagan von Betrug und Gewalt, die weitgehend die Präsidentschaftswahlen bestimmt hätten. Überwiegend, so Reagan, seien die Fälschungen und Gewaltakte von der regierenden Partei und damit den Anhängern von Staatschef Marcos ausgegangen. Der amerikanische Präsident appellierte dennoch an Machthaber und Opposition auf den Philippinen, zusammenzuarbeiten. Die USA seien bereit zu helfen, wo sie könnten. Wenige Stunden zuvor hatte das Parlament in Manila Präsident Marcos zum Wahlsieger ausgerufen. Das Parlament, in dem seine Partei die Mehrheit hat, sprach ihm einen Vorsprung von 1,5 Millionen Stimmen vor der Oppositionskandidatin Aquino zu. Die Abgeordneten der Opposition verließen vor der Proklamation aus Protest den Sitzungssaal. Der vor einer Woche nach Frankreich geflüchtete Diktator von Haiti, Duvalier, hat das Asylangebot des afrikanischen Staates Liberia abgelehnt. Seine Sicherheit sei dort nicht gewährleistet, erklärte er zur Begründung. Der französische Premierminister Fabius gab in einem Rundfunkinterview zu verstehen, dass Duvalier in Frankreich unerwünscht sei. Er schlug ihm vor, in den USA Asyl zu beantragen. Aus handschriftlichen Briefen des sowjetischen Bürgerrechtlers und Friedensnobelpreisträgers Sacharow über sein Leben im Verbannungsort Gorki sind jetzt erste Einzelheiten bekannt geworden. Wie aus einer Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hervorgeht, wurde Sacharow vom Geheimdienst KGB systematisch gequält und psychisch gefoltert. Unter anderem geht aus den Auszügen seiner Briefe hervor, dass er während seines Hungerstreiks auf grausame Art und Weise zwangsernährt wurde. SPD und SED haben in Bonn ihre zweite Gesprächsrunde über eine atomwaffenfreie Zone in Europa mit dem festen Willen beendet, zu einer Vereinbarung zu kommen. Die beiden Delegationsleiter, der SPD-Abrüstungsexperte Bahr und das SED-Politbüromitglied Axen, räumten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz aber auch ein, dass sie bislang zahlreiche Probleme noch nicht klären konnten. Es handele sich um eine äußerst schwierige Thematik, erklärten sie übereinstimmend. Ende April sollen die Gespräche in Ostberlin weitergehen. Die Grünen und die Industriegewerkschaft Metall sind im Kampf gegen die von der Regierung geplante Änderung des sogenannten Streikparagraphen 116 zusammengerückt. Auf ihrer Bundesversammlung in Hagen verabschiedeten die Grünen eine Solidaritätserklärung für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Zugleich billigten sie auch mit Mehrheit das Mittel eines politischen Streiks und die Diskussion über die Durchführung eines Generalstreiks. An der Bundesversammlung nahm erstmals ein führender Gewerkschafter teil. Das Vorstandsmitglied der IG Metall Janssen forderte die Grünen auf, für die Erhaltung der Streikfähigkeit der Gewerkschaft zu kämpfen. Der gewerkschaftseigene Baukonzern Neue Heimat hat nach Angaben seines nordrhein-westfälischen Geschäftsführers Goldmann Spenden an politische Parteien gezahlt. In einer WDR-Sendung teilte Goldmann am Abend mit, dass in den 70er Jahren die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung rund 360.000 Mark und die Parteien in Nordrhein-Westfalen, darunter auch die CDU, etwa 42.000 Mark erhalten haben. Die Lottozahlen 14, 17, 29, 33, 44, 48, Zusatzzahl 43. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4-3, 4-0, 8-0, 7. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 16. Februar. Heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen -3 bis -8, bei längerem Aufklaren unter -10 Grad. Tageshöchstwerte im Osten und Südosten um -3 Grad, sonst um den Gefrierpunkt. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis stärker, in Böen stürmischer Wind aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: im Südwesten Aufzug starker Bewölkung und Gefahr von gefrierendem Regen. Im übrigen Deutschland noch keine durchgreifende Änderung. Das waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.
Nutze die Stunde von Seneca. Rette dich dir selbst. Sammle und erhalte dir die Zeit, die dir bisher entweder geraubt oder entwendet wurde oder entschlüpfte. Hier wird uns eine Stunde entrissen, dort eine heimlich entzogen, eine andere entschlüpft uns unbemerkt. Der schimpflichste Verlust jedoch ist der durch Nachlässigkeit. Und wenn du die Sache genauer betrachtest, so verfließt der größte Teil des Lebens des Menschen, indem sie Böses tun. Ein großer, indem sie nichts tun, das ganze Leben aber, indem sie immer etwas anderes tun, als was sie eigentlich sollten. Darum halte deine Stunden zusammen. Du wirst dann weniger von dem Morgen abhängen, wenn du das Heute erfassest. Gute Nacht.